Also ich glaube, gesagt wurde das nicht. Das geschah einfach. Also die Leipziger hatten ja noch, die Leipziger Stasi hatte ja noch heftig versucht, Kontakt nach Berlin aufzunehmen, um sich Weisungen zu holen. Da waren ja 70.000 Leute auf den Straßen. Wenn man da angefangen hätte zu schießen, es hätte ein Blutbad gegeben. Ne? Und die waren, das wussten die auch. Und waren bestimmt auch welche dabei, die das nicht wollten. Die dachten ja immer aus Erfahrung nach 40 Jahren, die Drohgeste reicht. Ne? Aber die Drohgeste reichte eben nicht mehr. Und jetzt waren sie ratlos und wollten eine Weisung aus Berlin haben, die haben sie aber nicht bekommen, weil da keiner offenbar die Verantwortung übernehmen wollte. Sodass dass die Leipziger Stasi und die Sicherheit dort, die haben das, ich weiß nicht, wer genau dann gesagt hatte, es gibt auch Protokolle bei der Stasi, wo dann steht, wird nichts gemacht, ne, gegen die Demonstranten. Teil von der Entwicklung. Absolut. Und von da an sind dann auch immer mehr Leute, die das bis dahin nicht gewagt haben, auf die Straße gegangen und die Demonstrationen haben sich vergrößert und so. Wir waren ja nicht so viele bis zum 9. Oktober. Das wurde ja dann erst. Ja, und dann wurde das natürlich nach dem 9. Oktober, als immer deutlicher wurde, das ist jetzt nicht mehr so gefährlich, kamen immer mehr Menschen dazu, die schon lange die Schnauze voll hatten von der DDR, nicht? Aber die irgendwie noch Gründe hatten, vorsichtig zu sein. Und es war auch nötig, dass die dann dazu kamen. Aber wenn manche heute erzählen, sie erinnern sich noch an diese Massendemonstrationen. Diese Massendemonstration gab es dann wirklich erst nach der Kapitulation der SED. Ja, der 4. ist für viele Berliner ein ganz wichtiger Tag. Es haben ja viele Städte auch unterschiedliche Tage, an die sie sich aus guten Gründen erinnern. Und hier für viele Berliner war es der 4. November, weil da hatten Theaterleute aufgerufen zu einer großen Kundgebung und Demonstration auf dem Alexanderplatz für Presse- und Meinungsfreiheit. Also sie beriefen sich damit auf einen Artikel der DDR-Verfassung, der natürlich wirklich nur Papier war. Aber man konnte ja mal den Versuch machen, die SED beim Wort zu nehmen. Und das haben die auch gemacht. Und dann kamen sehr, sehr viele Leute, nicht nur aus Berlin, auch aus der Umgebung. Und ich wurde gebeten, dort zu sprechen. Und es war natürlich unglaublich aufregend. Also mich würde sowas auch heute noch aufregen, aber damals war es fast unvorstellbar. Das war das erste Mal für dich, für seinen großen... Nee, ich habe ja auch durch meine kirchliche Arbeit oder so, war ich das auch gewohnt, vor großen Menschengruppen zu sprechen, aber das war nochmal eine andere Kategorie hier, ja. Und später habe ich erfahren, dass es auch einigen Streit gab um die Frage, wen man da sprechen lässt und wen nicht vor allen Dingen, weil die SED hat natürlich auch in dieser Zeit versucht, im Hintergrund dann noch, deswegen waren auch noch aus den Blockparteien welche dabei. Markus Wolf sprach. Ich hätte mir schon 8 Wochen später, hätte ich mir nicht mehr vorstellen können, auf einer Kundgebung mit Markus Wolf dort zu sprechen, also nacheinander natürlich. Ne? Also das war schon bizarr, aber es kennzeichnet andererseits auch diese besondere Situation, das Alte war nicht mehr da und das Neue noch nicht. Ja? Das war so diese Übergangssituation. Und und ich bin dann, weil ich so aufgeregt war, bin ich dann schon eine Stunde eher auf den Platz gegangen, um so ein bisschen Sicherheit mir zu holen. Und war kalt. Und dann kamen überall Menschen her. Und die sahen so schön und so fröhlich aus und hatten Transparente, zum Teil unglaublich witzige mit. Ja? Und der Platz füllte sich und ich erinnere mich noch, dass ich mich so insgeheim bei den Leuten entschuldigte, weil ich habe denen gar nicht mehr so viel Witz und Mut zugetraut, weil die Situation in der DDR war so versteinert, so grau, auch politisch. Und viele, die aufmüpfig waren längst in den Westen gegangen, also dass da noch so viel übrig geblieben war. Boah, ja. Ja, und dann habe ich da die hatten mich auch gebeten, deswegen bin ich auch gefragt worden, über die Arbeit des Kontakttelefons und über die Polizeigewalt da zu sprechen. Das habe ich auch getan dann, ja. Ja, das war aufregend, aber auch sehr schön. Ich weiß nur, dass ich mit Werner, das war damals mein Freund, wir saßen dann zum Schluss in so einem Bushäuschen, da fuhren schon die Kehrwagen über den Platz, aber wir wollten noch nicht weg. Und dann sagte Werner so,
das kriegen die nicht wieder zurückgestopft. Ja? So. Aha. Weil du Markus Wolf sprachst, du schreibst ja davon, dass Markus Wolf und Christa Wolf sehr vertraut Backstage waren. Ja, Backstage hatten sie so einen Kaffee für uns reserviert, weil das ging ja über Stunden und war kalt und da konnte man auch mal ein bisschen sich ausruhen und erholen. Und da wurden natürlich auch Gespräche geführt und ich kam da auf einmal rein und dann saßen ganz nah, so über Eck, Christa und Markus Wolf und duzten sich und sprachen ganz vertraut. Und ich weiß noch, weil ich verehrte Christa Wolf und von Markus Wolf wusste ich, wer das ist. Da dachte ich, was haben die denn miteinander zu schaffen? Ja, aber Christa Wolf war ja auch bei Ecki da im Literatursalon immer. Ja, die war eigentlich, Gast. also sie nahm so eine besondere Stellung ein. Also ich glaube, sie sympathisierte schon mit uns, aber sie wagte auch nicht den Schritt sozusagen auf unsere Seite. Wir hatten ja oft große Mühe, Schriftsteller, die tolle Sachen geschrieben haben, ja, dazu zu bewegen, sich öffentlich zu uns zu bekennen. Also das war dann so eine Grenze, die haben sie lieber nicht verletzt. Ja, der 4. November war ein Berliner Ereignis, das muss man erst mal sehen. Also es gab an dem Tag DDR-weit, glaube ich, die meisten Demonstrationen. Also wenn man, Eko Kowalczuk, der Historiker, hat das ja mal ganz, ganz akribisch irgendwie zusammengerechnet. Das war ein Sonnabend und an diesem Sonnabend waren die meisten Menschen auf der Straße. Mehr als zuvor und danach. Und besonders viele halt hier in Berlin. Hinzu kam noch, dass das DDR-Fernsehen ohne Befehl, ohne Ansage plötzlich beschlossen hat, diese Demonstration zu übertragen in den DDR-Medien. Also dass die sowas wagten überhaupt, ja, in den staatlichen Medien der DDR so eine Demo zu übertragen. Aber dadurch haben natürlich unglaublich viele Leute das mitbekommen und das war schon ein ganz starker Hoffnungsanker. Und ich glaube, für viele, die da beim ersten Mal dabei waren, die sind auch ein Stückchen aufrechter gegangen danach. Also so dieses Gefühl, ich bin ja kein Nobody. Ich kann hier hingehen und kann sagen, was ich denke und was ich will und was ich nicht mehr will. Und ich bin nicht tot danach. Ich überlebe das, ja. Also das war, glaube ich, für viele ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also für mich ist immer noch der 9. Oktober der emotional am dichteste. Aber da waren ja halt relativ wenige verglichen mit dem Alexanderplatz. Und der hatte, denke ich, so für große Teile der Berliner Bevölkerung eine wichtige Funktion. Jetzt ist alles anders. So.